Zum Ostkult gekommen, eigentlich durch Google. Hatte früher nie irgendwas mit Mopeds zu tun, mit Trabis, außer dass man im Trabi durch die Eltern groß geworden ist. Aber ansonsten nie irgendwas mit Mopeds zu tun gehabt oder dergleichen. Weil es genau das Einfache ist. Wie Sie jetzt gesagt haben vor kurzem, ein Fahrrad mit Hilfsmotor. Viel mehr ist es nie. Ein Zweigang-Handschaltung. Ansonsten Fahrrad einspeichen haben wir gemacht früher. Die Räder ist beim SR2 nie anders. Die Bremsen, ja gut, innenliegend sind aber an sich auch nie anders. Ein paar Bautenzüge dran, ein bisschen Licht, mehr ist es nie. Und das Ganze halt einfach nur schick gemacht. Sauerkrauts, made for petrolheads. Ich denke, der Ostkult jetzt, der gerade hochlebt, gerade bei der Jugend und so, selbst bei den Alten, das ist irgendwo die Heimatverbundenheit. Man kommt von hier, die Mopeds kommen von hier, die Polizei kennt die Mopeds, ja, aber selbst die feiern es, wenn man irgendwo rumfährt, wenn es schön aussieht. Sagt man genau das, die gehören hierher und dementsprechend auch in die Garage. Tja, wie bin ich zu meinem Moped gekommen? Eigentlich nur, um die Langeweile zu vertreiben. Wir hatten unseren Swift damals, den abgegeben, Haus gebaut, Modellbau war nicht mehr viel. Und da habe ich gesagt, ich brauche aber irgendwas nach der Arbeit, um abzuschalten, um runterzukommen, irgendwas zu basteln. Ich kann den ganzen Tag Rasen mähen, also musste irgendwas zum Basteln her. Hintergrund war auch am Ende irgendwo was Praktisches, mit dem man mal fahren kann, vielleicht auf Arbeit, was auch immer, was man bewegen kann, was halt nie bloß dasteht. Und deswegen bin ich dann irgendwo über eine Google-Suche dazu gekommen. Zweirad, Fahrrad habe ich, also Richtung Moped geguckt. Star war schon immer, fand ich immer cool, ja, war aber nie erreichbar. Wie gesagt, dadurch, dass ich nie was damit zu tun hatte. Und irgendwo bin ich dann beim SR2 hängen geblieben. Mottomäßig stand immer im Vordergrund, wie original, nur anders. Immer die Originalteile, zusehen, dass alles, was an Blech dran ist, dass das irgendwo verwendet werden kann, sich bei Umbauten irgendwo wiederfinden, wie die Lampenhalterung. Dort sind original Nieten drin oder andersrum. Die Hupenhalterung. Dort ist jetzt zum Beispiel der Scheinwerfer befestigt. Das ist einfach nur ein Blech. Dort sind zwei Bleche übereinander genietet. Dort habe ich den so umgebaut, dass jetzt der Scheinwerfer dran hängt. Geht natürlich nie mit der Originalen, weil der Scheinwerfer ist um einiges schwerer. Also Bleche ersetzt, ein bisschen größer, angeschweißt. Aber die originalen Nieten, die dort reingehören, die sind dort original. Also habe ich mir irgendwo 2 Nieten bestellt, Löcher gebohrt und die wieder rein. Haben zwar 0 Funktionen, gehören aber dorthin. Und das mit dem neuen Lampenhalter jetzt. Jetzt neu, unser Limited Shirt und Hoodie in Navy Blue. Dich erwartet ein großer 3D-Silikonprint auf der Brust sowie ein großes Label über dem hinteren Saum. Ein Highlight ist wohl die unglaublich weiche Samtkapuze mit transparentem Skullprint auf der Seite. Dein Interesse ist geweckt? Dann sichere dir deinen limitierten Hoodie und dein limitiertes Shirt auf www.sauerkrauts.de oder scan den QR-Code. Gemacht ist eigentlich alles am Moped. Wenn man den Originalen sieht und weiß, wie er original aussieht, sieht man auch die ganzen Details. Ob es das Steuerrohr ist, was gekürzt ist, ein halber Zentimeter, die Sattelstütze ist gekürzt, hinteres Schutzblech ist gekürzt, die Räder breiter, anderer Lenker, vorne die Federung ersetzt, der Motor ist komplett gemacht. Also es ist jedes Detail irgendwo am Moped angefasst worden. Das Heckblech ist gekürzt, habe ich im Internet gegoogelt und gemacht. Ich sage, machen ja einige. Das, was ich aber noch nie gesehen habe, ist, dass man bei dem Heckblech, wenn man das kürzt, dass man zum Beispiel die Kettenführung wieder einsetzt.
gab es bis jetzt nie. Ich sage zumal mit den breiten Felgen auch nie. Ich sage, gehört dorthin, sollte wieder rein. Hat ganz schön Gefriemel gedauert, hin und her geflext und gemacht, rein, raus. Abgeschliffen, bis es am Ende doch passt. Es ist eng, es geht, es fährt, der TÜV hat gesagt, IO, passt. Das Grau ist eigentlich ein ganz normales Uni-Anthrazit Metallic. Zu der Farbe gekommen, die verfolgt mich eigentlich schon ganz lange. Das erste Auto, was ich von meinem Opa bekommen habe, war in so einem ähnlichen Grau. Ganz lange gefahren. Dann wollte ich es umbauen, ist leider nie dazu gekommen, sollte aber immer diese Farbe behalten. Dann bin ich BMX gefahren ganz lange. Jetzt habe ich mir wieder durch den Junior wieder ein BMX zugelegt. Auch in meinem Alter, das ist in dem gleichen Grau. Und ich habe gesagt, egal was ich nochmal baue, wo ich hin will, welches Projekt, es soll wieder diese Kombination aus dem Grau, dem Chrom, ein bisschen Schwarz, sollte es werden. Und nur ist es der SR2 geworden. Deswegen stand eigentlich das Konzept von Anfang an. Ich wusste noch nie, wie der Umbau passiert oder wie es aussehen soll, aber das Farb-Lack-Konzept stand von Anfang an. Ja, die Graugeschichte ist ja dann relativ einheitlich. Das zieht sich ja komplett durch. Grau, Chrom, das Schwarz. Aber so dieser Hingucker fehlt. Also viele sagen, das Grau ist ein zeitgenössisches Grau. Es ist nichts Modernes, es ist so die elegante Schiene. Aber irgendein Farbtupfer in dem ganzen Ding muss es sein. Und da sollte es am Anfang habe ich in Richtung das Marrakesch-Braun geguckt. Marrakesch-Braun wurde mir dann abgeraten, gerade beim Motor, es trägt sehr dick auf, etc. Dadurch, dass alles pulverbeschichtet ist, sollte der Motor auch komplett pulverbeschichtet werden, wurde mir abgeraten und dann aber das als Alternative angeboten. Da habe ich gesagt, es passt wunderbar rein. Es tritt nie in den Vordergrund, es ist dezent, aber wenn man trotzdem davor steht oder weiter weg steht, es ist so ein ganz kleiner anderer Farbpunkt und der sollte sein. Also im Sattel, alter Rennradsattel, das ist ein Sponsorteil von meiner Frau zu dem ganzen Projekt. Eigentlich hatte ich einen ganz anderen Sattel im Kopf. No, den habe ich mir den habe ich mir bei Google angeguckt. Fand ich sofort geil, das Gesteppte, die Form. Ich sage, es sollte was Schlankes sein. Und dort sollte schon von Anfang an das Rücklicht rein. Kleine Motorradrücklichter gibt es mit E-Zeichen, so dass man sich keinen Kopf machen muss. Die darf man fahren. Und genau der Sattel hat hinten eine Aussparung, die dann wirklich irgendwo mit 3D-Druckteilen so umgebaut wurde, dass dort jetzt das Motorradrücklicht drin sitzt. Also Aufbauzeit sind ja 2 Jahre gewesen. Wir haben parallel oder fast parallel Haus gebaut, Grundstück umgebaut. Da ist man ausgelastet, man hat abends fertig umgefallen, aber trotzdem fehlt irgendwo ein Ausgleich zur Arbeit, zu dem ganzen Baualltag. Ich habe gesagt, es muss irgendwo was, ich brauche wieder irgendwas zu friemeln, ich brauche irgendwas in der Hand. Und das ist das, wo ich sage, entweder fängt man mit Modellbau wieder an, dann braucht man aber Platz und so weiter. Ich sage, ist auch nie vom Tisch, würde ich gern wieder machen, war aktuell aber nie. Und dadurch, dass ich nur 7 Kilometer auf Arbeit habe, stand immer so im Vordergrund irgendwo was Praktisches, um auf Arbeit zu kommen. Und deswegen fiel dann die Wahl auf das Moped. Und da habe ich dann quasi parallel zum Garten, immer wenn es mir gereicht hat, dann irgendwo immer mal ein Mopedteil quasi umgebaut. Ja, bedanken natürlich in erster Linie bei meiner Frau, die das generell immer alles unterstützt. Selbst wenn ich 1 Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden weg bin, die weiß, dass ich meinen Freiraum brauche, die das immer wieder mitmacht. Dort geht natürlich einen ganz großen Dank hin. An meinen Junior, der natürlich auch viel Zeit manchmal mit in der Garage verbringt, manchmal nicht in der Garage verbringt.
Was das Moped angeht, muss ich sagen, ganz großen Dank an meinen langjährigen Begleiter oder der immer alles gemacht hat, schon beim Swift. Das ist Custom Tuner, der Andreas. Der hat alles pulverbeschichtet, der hat jede Idee mitgemacht, was ans Verchromen ging etc. Der hat mir immer bei der Stange geholfen. Beim Swift die weißen Teile, jetzt die grauen Chromteile. Also großen Dank. Dann jetzt über Instagram und das Moped bei Erwin Performance gelandet, der zum Esser das Lotzloch beigesteuert hat. Dort laufen aber für die Zukunft, für den Star, dann auch noch diverse andere Sachen mit Carbon und wieder mit Fenstern. Genau. Ja, also einen großen Dank geht auch erstmal an die Sauerkrauts raus im Ganzen. Ja, dass man überhaupt so ein Format hat, sich so präsentieren zu dürfen oder das Fahrzeug so zeigen zu dürfen. Und alle anderen, die irgendwo in unserer Tuning-Geschichte an dem Moped mit teilgehabt haben, die uns zu dem gemacht haben, so wie wir sind, die Macken, die wir jetzt haben, geht einen ganz großen Dank raus, da gibt es genug Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert den Kanal von den Sauerkrauts. Mein nächstes Projekt, was als nächstes ansteht, ist ein Star. Mal sehen, wie der wird. Ich hoffe genauso geil. Mich würde interessieren, was eure nächsten Projekte sind. Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst meine Meinung zu meinem Esser da. Und ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Blumenpflücken. Ciao.